So, moin moin. Heute geht es dem Hosenrohr an den Kragen. Und zwar, wir sind auf dem Weg zu Saro Exhausts. Die werden uns nämlich heute eine Rennsport-Downpipe bauen. Das heißt, sage ich ganz klar, eine Downpipe nicht für die Straße. Seid gespannt. Sascha, wo bist du? Das ist Sascha, sein Unternehmen. Er und sein Schweißer. Stell dich doch kurz vor. Hallo, ich bin Marco. Genau, Marco ist sozusagen der Künstler und das Auto werden wir jetzt auf die Bühne jagen. Und wie ihr seht, alles aus unserem Shop. Wir nehmen jetzt unsere Serienanlage so erstmal raus, vermessen die, erstellen dadurch eine Lehre, also ein Muster. Also ich baue jetzt erstmal aus dem Vierkantrohr den Grundrahmen für die Lehre. Wir wollen euch ja schließlich eine Downpipe bieten, die auch wirklich passt am Ende. Wir schweißen hier fast ausschließlich Wick, machen wir jetzt selbst hier beim Rahmen, ist einfach sauber. Dadurch, dass wir normalerweise wirklich nur mit Edelstahl arbeiten, ist das einfach die schnellste Variante. Also am Ende, wenn die Downpipe oder die Lehre fertig ist das Teil komplett eingeschraubt und alle Halter sind so auf Position, dass man sie direkt auf der Lehre nachbauen kann. Marco, was machst du da eigentlich? Wir haben hier den Originalausgang und hier sitzt diese Dichtung drauf. Und da es ja Plug and Play sein soll bei den Fahrzeugen, müssen wir die so original wie möglich ist nachempfinden. Wir haben jetzt hier den Flansch, der passt soweit sehr gut. Machmaße stimmen, aber die Dichtung kann hier nicht zentriert werden. Also nehmen wir jetzt ein 65er Rohr und schweißen das hier so ein, dass wir diesen Anschluss Reinstecken wie können, ne? original haben. Und dann kann man Plug and Play einfach alles wieder anbauen. Ja. Jetzt müsste der hier raufgehen. Wenn er dann angezogen ist, sitzt die Dichtung auch vernünftig. Jetzt haben wir einen Anfang und ein Ende und sehen ganz genau, wie lang der OPF wird. Wir haben die Winkel von den Flanschen, so dass wir in Zukunft den OPF nachbauen können und der passt auf Anhieb. Ganz kurz, das sind unsere Prototypen-Videoringe. Ihr kennt, glaube ich, aus unserem vergangenen Video, wie wir die Downpipe ausgebaut haben, um die Zeichnung zu erstellen. So an sich sieht das erstmal echt gut aus. Nahtloser Übergang. Jetzt werden wir mal gucken, ob die Dicke auch passt. Und vor allen Dingen hier ist so eine Art Bohrung. Und zwar im Turbolader sitzt ein kleiner Stift, dass man weiß, wenn man den Cut einbaut, in welche Richtung er zeigen muss. Wir haben ja aus unserem Labor 2 solche Vorbandringe mitgenommen. Haben jetzt leider gemerkt, dass es einfach zu hoch ist von der Verbindung her, sodass Marco gerade an der Drehbank nochmal die Fläche etwas runterdreht, damit das Ganze passgenauer wird. Hello, ja, harter Arbeitstag gewesen. Nach 9 Stunden Rumschweißen und Brutzeleien haben wir es auch nur endlich geschafft. Unsere Lehre ist fertig. Das ist unser Original OPF. Wir bauen den 76er Durchmesser. Original kommt das Ganze in 70er Durchmesser. Kriegt ihr Plug and Play bei Saro Exhaust in Zukunft? Das ist die Lehre für den Cut. Die ist bald fertig. Müssen nur noch Kleinigkeiten angepasst werden. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, die Downpipe Katalysator-Version wird es, denke ich mal, in verschiedenen Varianten geben. Wir gucken mal, ob wir es auch anbieten werden, kann ich noch nicht sagen. Es wird es komplett ohne Cut geben, also für reine Rennsport- und Motorsportzwecke. Dann nehme ich mal an mit einem Rennsport-Cut und letztendlich dann wahrscheinlich mit einem 300er ECE-Katalysator, sodass das Ganze dann auch wahrscheinlich irgendwann ein Gutachten haben wird. Was wir heute vorhaben: Wir bauen unsere eigene Downpipe. Unser Plan ist ab Turbo bis zum Endschalldämpfer ein durchgängiges Rohr, sprich ohne OPF, ohne Cut. Wir bauen nicht zweiteilig, da es rein für den Rennsport ist, bauen wir in einem Stück komplett durch. Ich habe jetzt erstmal den Bogen geschnitten und ein Stück von dem 100er Rohr rangelassen. Und wie man sieht, haben wir so den Ausgang. Wir kommen schon halbwegs in die richtige Richtung. Ich werde jetzt hier die Reduzierung raufsetzen und gehe dann hier runter, damit wir ein Flexrohr einbauen. Im Original ist ja kein Flexrohr vorhanden, da wird es ja über den Flansch geregelt. Da ist so eine Kugelverbindung und eine Kalottenverbindung. Der Winkel passt, aber bevor ich da jetzt irgendwas anschweiße, schleife ich das Rohr schnell. Weil in dem Zustand möchte ich es nicht lassen. Die Nähte sehen noch immer doof aus. Man sieht, hier ist noch so eine Zunderschicht drauf, original. Diese Walzschicht hier außen drauf sorgt immer dafür, dass die Schweißnähte nicht so schön sauber werden. Wie man das hier sieht am Original, sind die so grau. Den Hersteller interessiert es nicht, ob irgendwie am Anfang
das Material besonders sauber ist oder nicht. Dann ist es noch mit einem MIG- oder MAG-Gerät geschweißt, wahrscheinlich von einem Roboter. So, und jetzt sieht es viel besser aus. Jetzt werden noch die Schweißnähte sauber. Das ist hier so ein Schleifvlies. Hat eine 100er Körnung. Damit lässt sich wunderbar die Oberfläche abtragen, ohne großartig Material wegzumachen. So, Freunde, das ist der Vorbandring aus eigener Fertigung. Der kommt da an den Turbolader ran. So, wenn wir den erstmal anheften. So, jetzt muss ich eine Reduzierung drücken auf 100 mm. Weil so sieht jeder, passt nicht. Wir müssen aber jetzt auf 90 mm kommen. Dazu haben wir hier so eine wunderbare Presse uns irgendwann mal zugelegt. So. Jetzt haben wir hier schöne Reduzierung auf 90 mm. Das sieht sauber aus. Passt super. Die schleife ich jetzt hier nochmal plan. Dann liegt sie wirklich gerade auf, weil ansonsten verzieht sie sich ja. Ne? Hier habe ich einen geraden Schnitt. Eine 90 Grad Kante. Dadurch, dass ich den aber so aufgeweitet habe, der hatte vorher auch diese 90 Grad Kante, ist die so nach außen gewandert. Jetzt würden nur die Spitzen aufeinander sitzen. Und dadurch, dass ich den jetzt nochmal plan geschliffen habe, sitzt da flächig einfach viel schöner auf. Lässt sich ein bisschen besser verschweißen. Also eigentlich, Cuttersatz ist schon fertig. Wir bauen in einem Stück. Ab der Reduzierung behaupten wir, ist das OPF. Cut ist fertig. Ging schnell, oder? So, Downpipe mit Flexrohr. Tata! So. So sitzt sie drin. Hammer. Und jetzt gehen wir hier weiter. Und das ist die Bewegung vom Flexrohr. Deswegen reißen die Flexrohre. Einfach durch die Materialermüdung ständig diese kleinen Bewegungen reichen aus. Die Temperatur dazu. Das ist der Anschluss, der dann jetzt noch hier drauf kommt. Und dann kann die Lambda daran, ganz normal. Ja, ich würde sagen, ich schweiße mal durch. Okay. Man sieht, der Hitzeeinfluss war mega gering, ansonsten hätte ich eine viel höhere Verfärbung. Hier oben war der Hitzeeinfluss höher. Hier habe ich auch viel mehr Material gebraucht zum Zugeben. Hier habe ich die Hälfte von dem Material der Naht besteht eigentlich aus der Kante von dem Flansch. Also da habe ich wenig Material zugegeben und habe einfach nur durchgeschweißt. Und die Schweißnähte, hier zum Teil schweiße ich sie ohne Materialzugabe. Dieser 4301 Edelstahl eignet sich einfach super, um verlaufen zu lassen. In die Kante werde ich jetzt auch noch schweißen. Das hat mit der Haltbarkeit nichts zu tun, ist wirklich einfach nur, weil es ein bisschen sauber ist. Zwischenstand. Ja, die Position für den Differenzdrucksensor haben wir bestimmt. Die habe ich angezeichnet. Wenn wir das nächste Mal ausbauen, werde ich den Anschluss dafür noch mit anschweißen. Wir haben erstmal durchgeheftet. Wir sind jetzt 2 Hände breit vom Anschluss an den restlichen Auspuff dran. Ja, jetzt werden wir mal noch 2 Halter bauen. Dann können wir beim nächsten Mal, wenn wir sie wieder einbauen, nämlich schon in die Halter hängen. Und haben die Position fix, dann brauchen wir den Getriebeheber nicht mehr und dann haben wir hier Platz. Ich hab's aus unserer Grabbelkiste dabei. Wir haben uns ja alles selber mitgebracht. Frisch aus der Biegemaschine. Klar. Wir spannen nur ein und mit dem Rohr verlängerst du einfach den Hebel und kannst es biegen. Ich mache jetzt einfach mal pauschal ihn fertig, der wird schon passen.
So, er hängt schon mal. Wenn man von der Seite guckt, Ja. das fluchtet sehr gut, also es hängt auch so in Waage drunter. Wir haben gerade folgendes Problem und zwar das letzte Stück von 89 dann auf 76. Genau so. So. Kurzer Zwischenstand. Wir sind soweit durch mit allem drum und dran. Die Downpipe ist gebaut, die ist schon fertig. Marco schweißt jetzt einmal komplett die Anlage durch. Sprich, er hat alles nur angeheftet vorher. Jetzt werden die Nähte verschlossen. Wir müssen noch den Differenzdrucksensor einbauen, die Lambda-Sonde einbauen, beziehungsweise den Anschluss schweißen, dran schweißen. Dann kann die ganze Geschichte schon wieder rein ins Auto und dann wird geballert. Sieht gut aus. Okay, danke. Ja. Also wem der Durchmesser nicht ausreicht, um den Innen zu putzen, der muss seine Freundin mal ranbitten. Nach 10 Stunden harter Arbeit, es ist vollbracht. Die Downpipe ist soweit fertig. Wir haben hier von 102 mm Durchmesser auf 89 Durchmesser mit einem Flexrohr 89er Durchmesser. Es geht weiter, Rohr 89er Durchmesser bis hinten hin. Wir werden jetzt die fertig geschweißte Rennsport Downpipe einbauen. Und ja, dann fangen wir mal an, weil zu zweit ist besser. Einer muss vorne, einer muss hinten. Ja. Ich muss rein. Jetzt ist er. Jetzt kannst du mal kurz filmen. Ja, aber ich habe die Kardanwelle im Gesicht, Mann. So. Ein bisschen Tortur, weil die ist halt wie gesagt natürlich extrem viel größer. Aber wir haben es jetzt hier zu dritt mit Saschas Hilfe geschafft. Das heißt für euch, wenn ihr so eine Downpipe bei Saro Exhaust bestellt oder irgendwelche Teile davon, beachtet bitte, wenn ihr die Rennsport-Variante nimmt, so wie wir, komplett durchgehend aus einem Teil, dass der Einbau solltet ihr mindestens zu zweit sein, definitiv. Weil das ist echt schon ganz schön viel Geficke, weil die Kardanwelle hier einfach stört. Man hat einfach echt nicht viel Platz. So, dann werden wir jetzt hier noch letzten Feinschliff machen. Dann kommen natürlich die ganzen Hitzeschutzbleche wieder ran, die ganzen Verkleidungen. Die Lambda-Sonden bin ich jetzt hier gerade am reindrehen und festschrauben. Und dann gibt es das erste Soundcheck-Video. Seid gespannt. So Freunde, wir starten.